Heute sind wir im schönen Spreewald. Das ist eine Landschaft südlich von Berlin, die recht dünn besiedelt ist. Genug Platz, um eine Rennstrecke zu bauen. Und genau das ist hier passiert. Vor 8 Jahren ungefähr wurde hier der Spreewaldring gebaut. Und das Beste an diesem Ring ist, einmal im Jahr findet eine extrem interessante Veranstaltung statt. Ein Motorradrennen, das heißt Build Not Bought. Also selbst gebaut, nicht gekauft. Und hier kommen wirklich die abgefahrensten Konstruktionen an. Ob das alte Harleys sind, Vorkriegsmaschinen, 70er Jahre Rennmotorräder, Kaffee-Racer. Hier fährt einfach alles bis hin zu selbstgebauten Gespannen. Das ist wirklich spektakulär, macht Spaß mitzufahren und zuzuschauen und das wollen wir euch in diesem Video zeigen. Der Spreewaldring, der liegt ja bekanntlich im Osten und in Ostdeutschland gibt es eine sehr lebendige Szene für AWO-Motorräder, Simson-Motorräder, MZ-Motorräder und einen echten Experten für genau diese Motorräder, den habe ich jetzt hier neben mir stehen, das ist der Jörg Steinfeld. Jörg, magst du dich kurz vorstellen? Also mein Name ist Jörg Steinfeld, ich habe 1977 meine erste AWO gekauft und seitdem bin ich dieser Sache treu geblieben. Bei meinen Frauen ist das ein bisschen anders gewesen. Und wie gesagt, das Motorrad hier gibt es jetzt seit 6 Jahren. Das ist also aus Teilen zusammengebaut, die wir also auf Teilemärkten ergattert haben. Und der Motor ist also in einer mühevollen Kleinarbeit aus nachgefertigten Teilen, die auch modifiziert sind, erstellt worden und hat heute um die 30 PS. Das Motorrad läuft heute mit GPS gemessen 165 km/h. Ich habe ja bei dem Build Not Bought auch einen Berliner Vespa-Fahrer aufgetan und auch Vespa-Händler, nämlich Micha. Ja. Und Micha, wie kommt es, dass du als Vespa-Fahrer hier bei dem Rennen bist? Was macht diese Veranstaltung für dich aus? Was ist so interessant am Build Not Bought für dich? Das Interessante an der Build Not Bought ist, dass es eine eigentlich Independent-Veranstaltung ist, keine Rennserie ist, dass jeder mitfahren kann. Das ist das Spannende daran, dass du auch als Rookie, als Anfänger einfach hier rein kannst, Rennluft schnuppern kannst, feststellen kannst, ist das meins oder nicht. Deswegen sind wir auch hier. Ich wundere mich ein bisschen, du bist ja auch Rollerfahrer, aber das sieht jetzt nicht so rollermäßig aus. Oh, täuscht. Okay. Möchtest du uns was dazu erklären, Gerne. zu deinen Motorrädern? Ja, klar. Das sind zwei ursprünglich Moto Guzzi Grisos, wie man an den Motoren vielleicht erkennt. Und die sind umgebaut in einem Rennrahmen von Guareschi Corse. Das ist ein Guzzi-Händler aus Parma. Ist derselbe Konzern Piaggio. Ja, von daher passt. Wir sind auch Guzzi-Händler unter anderem mit. Und wir haben dieses Fahrzeug oder diese Rahmen sind eigentlich nur für die Rennstrecke gedacht, reine Rennstreckenrahmen. Und wir haben 2 Fahrzeuge gebaut, die also straßenlegal sind und damit die ersten und wollten die hier auch ausprobieren und das haben wir getan. Jetzt habe ich hier etwas auf der Veranstaltung aufgetan. Da fühle ich mich wie so ein 14-jähriges Mädel in den 90er Jahren, wenn Robbie Williams in der Stadt war. Ne? Da bin ich wirklich nur Groupie, weil das sind Gespanne mit König-Motoren. König war eine kleine eine Motorenmanufaktur, die vor allem, glaube ich, Rennboote gebaut hat, hier in Berlin. Und diese Motoren, die waren sehr spektakulär, aber ich habe da auch nur Halbwissen.
deswegen haben wir hier den Fahrer oder den Beifahrer. Beifahrer, ja. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin der Erwin, ich komme aus Eckernförde und bin 66 Jahre jung und mache super gerne im Beiwagen sitzen. Kannst du ein bisschen was über die Maschinen sagen, die da verbaut sind? Ja, das sind 500er Zweitaktmotoren, das ist ein Boxer, quer und vierzylindrig. Und das Getriebe wird über einen Primärantrieb betätigt und geht dann über die Kette ans Hinterrad die Kraft. Das Fahrzeug hat ungefähr 80 PS, die 500er. Und es gibt den Nachbau aus Tschechien, der hat dann 700 Kubik und hat 100 PS Leistung. Und das Ding hat Druck. Das geht vorwärts. Da zeigen wir mal ganz kurz, zeig mal drauf. Also hier sieht man Zündkerze, ne? Jeweils zwei nebeneinander, also Boxer. Und hier in der Mitte sind die Vergaser und der Einlass wird über einen Drehschieber geregelt. Ne? Also das ist ziemlich geile Technik, eigentlich das Optimum für so einen Zweitakter. Das ist wirklich schön und vor allem der Sound von den Dingern ist der Wahnsinn. Heute habe ich wirklich Glück mit meinen Interviewpartnern, denn ich habe hier jemanden aus meiner alten Heimat aufgetan. Der kommt aus Wolfenbüttel oder aus den Dörfern um Wolfenbüttel, da komme ich eigentlich auch her. Und er hat einen sehr schönen Aufkleber, nämlich hier Motorradente. Das war ein Laden, den gab es früher in Wolfenbüttel, ein Motorradladen, den kenne ich sogar noch aus meiner Kindheit. Und musste natürlich sofort nachschauen, wer fährt ein Gespann von Motorradente. Magst du dich kurz vorstellen, etwas dazu sagen? Ja, ich bin Ralf, ich komme aus Kramme, das ist auch nicht weit vom Wolfenbüttel weg. Und wir sind früher MZ-Gespann gefahren im Winter und dann mussten wir mal Öl kaufen oder eine Kerze und dann standen wir bei Ente im Laden. Dann hatte der immer Pokale da stehen und Siegerkränze und dann haben wir irgendwann geguckt, was der eigentlich macht und hat der ganz viel erzählt und irgendwann wussten wir, das müssen wir selber machen. Ja, unten, das sehe ich schon, das ist ein Motor, den finde ich extrem geil, weil das ist von einer GT57 Wasserbüffel, richtig? Das ist richtig, das ist ein Suzuki Wasserbüffelmotor und wir haben den eigentlich komplett, also ist eigentlich jedes Teil anders, von innen, auch teilweise von außen. 500er Zweizylinder ist so aus Anfang der 70er Jahre, ungefähr 1973, ist sowas auch mal in einer 500er WM gefahren. Und da kriegen wir 70 PS raus. Und das war uns jetzt einfach zu wenig, um mit den großen BMWs noch weiter mitzufahren. Da haben wir gedacht, ein Zylinder mehr, mal 1,5, ergibt 105 PS, dann langt's wieder. Nach einem anstrengenden Rennwochenende, erst in der Hitze, dann im strömenden Regen, haben wir hier mitten im Spreewald noch ein kleines Stück Italien gefunden. Nämlich hier auf diesem Marktplatz gibt es ein sehr nettes, kleines italienisches Restaurant. Da haben wir gut gegessen. Und mit den Bildern hier, mit dem Panorama und einem Sambuca verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, drückt die Bimmel. Ciao. Also dreimal Amaretto, bitte. War alles gut, zufrieden? Sehr gut. Alles super, vielen Dank. Schön.